Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir, Radbot und Conquest Dark. Das wird eine neue Folge. Radbot zockt mit einem neuen Game. Conquest Dark ist ein Action, ja, das heißt RPG, naja, eine Art Diablo-Verschnitt. Wir werden jetzt einen Charakter aussuchen, dann werden wir uns ein paar Skills aussuchen und hier eine Horde Feinde niederschlagen. Ich weiß exakt noch nicht so besonders, was es hier alles gibt. Ich habe jetzt 2 Runs gemacht und tatsächlich jedes Mal mit einem Bogen. Ich glaube, Two-Handed Weapon klingt lustig. So, jetzt können wir hier rumlaufen. Wir haben hier oben eine Zeitangabe. Wir haben hier EP, momentan 0. Das ist das Monster, das unsere Waffe droppt. Müssen wir am Anfang erstmal verhauen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, das Slayer Blade zu nehmen. Das ist eine Zweihandwaffe. Wir könnten auch 2 Einhandechse nehmen, aber wie gesagt, ich teste mal das Zweihandschwert. Dann haben wir so ein lustiges Zweihandschwert, mit dem wir die Skelette zusammenschlagen. Genau. Das sind einzelne Rituale, die man hier spielt. Die Level nennen sich Ritual. Es gibt dann immer mal wieder so einen Boss, den man schnetzeln muss. Dann gibt es Meta-Progression etc. pp. Jetzt sind wir in Level aufgestiegen, das heißt, wir können uns einen neuen Skill aussuchen, eine Class Mastery. Hier haben wir mehr Movement und höheren Critical Hit Damage. Hier haben wir eine höhere Crit Chance und unsere Skills, die wir nach und nach kriegen, machen mehr Damage oder mehr Attack Speed und die Chance, eigentlich eine Healing Soul zu droppen, um uns zu heilen. Wir nehmen mal den Attack Speed. Ihr seht, jetzt habe ich gerade Schaden bekommen. Wir haben hier eine mal 10, das heißt, wir haben den Lebensbalken mal 10. Aber nicht einfach nur extra Leben, sozusagen, sondern jedes Mal, wenn wir, oder sobald wir hier auf mal 9 gehen, kriegen wir permanenten Blutungsschaden, bis wir auf einen Lebenspunkt sind. Also auf einen Lebenspunkt bei der mal 9 Stufe und das erhöht sich dann immer. Wir können 2 Äxte werfen oder den Ground vor uns kloppen und dann so eine Schockwelle machen. Das hat 40 Energy Costs. Das wird aber meines Wissens nach auch passiv. Genau, das passiert auch passiv nach so ein paar Hits. Wie gesagt, kenne die Skills alle noch nicht. Ich habe 2 Bogenschützen gehabt, zufälligerweise, weil ich bei den Waffenauswahlen nur 2-mal Bögen hatte. So, hier ist jetzt irgendwas Neues gedroppt. Ein Rune Imbuement. Das heißt, wir können unserem normalen Angriff einen Runenslot hinzufügen. Und wir haben auch schon eine Rune. Oder 2 Runen aus vorherigen Kämpfen. Wir haben eine erhöhte Crit-Chance, die nehmen wir da auch rein. Jetzt haben wir plus 25 Crit auf unserem Standardangriff. Ja, kommt wieder ein Level up. Wir nehmen... Das würde uns mehr Attack Speed geben, je mehr Leben wir verloren haben. Und das würde uns eine Critical Hit Chance geben und unsere Abilities stärken, also den Seismic Slam. So, wir haben auch Loot. Wir finden hier Schuhe. Die bringen dann halt immer unterschiedliche Dinge. Primary Attack Ability Damage. Das hier. Das Slayer Blade ein bisschen besser machen. Hier sind so rote Dinger, die sind für die Meta Progression. So, ich habe gesagt, das Lilane ist die Zeit. Das ist Unsinn. Das Lilane ist die Fraktions- oder das Faction-Level. Es gibt verschiedene Aktionen, für die man hier diese Rituale lösen kann. Die geben einem dann auch immer wieder irgendwelche Boni. Wir gehen hier voll auf Attack Speed. Wie immer in solchen Spielen ist Attack Speed the way to go. Ja, und das sieht jetzt am Anfang noch so ein bisschen unspektakulär aus. Übrigens gerade hier so eine Silbermünze, ist auch Meta-Progression. Aber was ich bisher vom Spiel gesehen habe, ist, man kann unfassbar viel freischalten. Ach, jetzt kommen hier so Piratentanten, oder wie? Execute, we deal 200 to 300
Damage to random verletzten Einheiten. Das ist nicht so spannend. Two in weapon swords, Whirlwind. Whirlwind. Spin a set of swords around yourself. Dealing damage to nearby enemies. Okay. Dann haben wir hier so einen lustigen... Ich dachte, wir drehen uns, aber nein, wir haben einfach einen AOE um uns rum. Auch nett. Finden die Piratenmäuse hier, glaube ich, auch ganz gut. Ich würde jetzt gerne ein paar Sachen einsammeln. Wir haben ein Seelenfragment. Die sind Movement Ability Damage. Wir haben, glaube ich, keine Movement Ability. Solar Resistance. Weiß ich nicht. Wir nehmen mal Power Ability Damage. Was diese Soul Fragments können, kann ich euch auch noch nicht sagen. Die habe ich nämlich bisher noch nicht gehabt. Wir nehmen hier Bonus Health and Critical Hit Chance. So, wir können hier den Whirlwind mal eine Rune reinhauen. Und zwar den Critical Hit Damage. Das heißt, wenn das crittet, macht es extra Schaden. Wir haben aber auch durchaus schon ein bisschen Schaden genommen. Mehr Attack Speed, Giant's Reach. Attack Reach und Attack Arc. Das heißt, wir haben eine höhere Reichweite mit unseren Angriffen und mehr AOE. Klingt eigentlich ganz verlockend. Nicht mehr ganz so nah an die Gegner ran müssen, hat auch schon Vorteile, denke ich. Tja, und jetzt laufen wir so ein bisschen durch die Gegend und warten auf den ersten Boss. Ah! Jetzt werden die Gegner feige und benutzen einfach Fernkampf. Aber wie gesagt, mehr Attack Speed wäre noch King, glaube ich. Vielleicht zu brutal für YouTube? Ich denke nicht, oder? Ne, ich habe auch schon gesehen, wie das andere Leute streamen, also... Oder streamen, ne? Anderen Leute ein Video drüber gemacht haben. Ja, oh. Weniger Schaden für jeden Leben, den wir verlieren. Natürlich nett, aber wir nehmen die Attack Reach und den erhöhten Arc. Schlicht und ergreifend mehr Reichweite, mehr AOE. Was ich ganz nett finde, ist, ich finde, man merkt die Unterschiede auch. Oh, kommt hier Zohak the Vile. Das ist der erste Boss. Oh, wir können ja noch teleportieren. Wir können übrigens auch dodgen. Wir haben einen Dodge Charge. Nicht so besonders viel. So, Action Level 3 inzwischen. Das ist auch ein neues Feature, was ich beim letzten Kampf freigeschaltet habe. Deswegen auch da dürfen wir gespannt sein, was es bringt. Wir haben auf jeden Fall ein gewisses Problem gleich. Denn wir sind gleich tot, aber das haben wir noch ganz gut überlebt. Wir kriegen noch ein Soul Fragment. Ja, einen besseren Damage. Okay, wir können unsere Runen upgraden oder eine neue kriegen. Wir nehmen mal die neuen Runen, damit wir sie haben. Mein Projektil-Split ist jetzt vielleicht mit dem Bild hier nicht das Nonplusultra. Primary Attack Ability Damage, Reduce Bleed Rate. Das ist halt, wenn wir Leben verlieren, dann verbluten wir langsam. Höhere Attack Reach. Na, wir nehmen mal den 100% mehr Primary Attack Damage. Sind hier so tolle Spinnchen. Auch nett. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir würden Heal Drops kriegen. Ein Improved Dash und ein Leap. Okay, unser Dash wird ein Leap. Schon gefragt, wie funktioniert denn der Sprung?
Also, ne, dass das hier doch eher Diablo-inspired ist, das kann das Spiel wahrscheinlich nicht leugnen. Sprungbarbar und so. Es gibt aber wohl noch mehr Klassen. Ich habe schon in einem Video-Thumbnail gesehen, irgendwas Paladin-artiges. Also was heißt Klassen, ne? Wir wählen ja am Anfang unsere Waffe und ich nehme an, die bestimmt auch ein bisschen unsere Klasse. Aber man kann halt sowas Paladin-artiges spielen. Ich glaube, es gibt auch Magie. Glaube ich, in den Patch Notes gelesen, dass irgendwelche Zauber verschlechtert wurden. Wir haben jetzt übrigens gerade ein Leben verloren. Da war so ein Zwischenboss, der hatte auch ein bisschen eine größere Lebensleiste etc. Die hätte ich verfolgen können. Und jetzt müssen wir hier mal den Kram einsammeln. Unser Damage ist noch ausbaufähig. Critical Hit Chance ist ein ganz nices Ding. Genau. Es gibt eine Roadmap von dem Entwickler. Das ist auch ein Solo-Entwickler. Das also, das finde ich immer extrem krass, wenn einzelne Personen sowas. Ich meine, das Spiel sieht ja auch gut aus und so, ne? Kann man nur nicht meckern. Vielleicht ein bisschen dunkel, aber eigentlich echt hübsch. Wenn das dann einzelne Leute machen, das finde ich immer ziemlich krass. Wir erhöhen weiter unsere Reichweite. Achso, das sind Fernkampfspinnen, ne? Wird ja mal besser hier. Fernkampfspinnen wären im echten Leben, glaube ich, auch nicht so geil. Moment, stimmt die Lüge nämlich nicht mehr, die haben mehr Angst vor dir als du vor ihnen. So, wir brauchen ein bisschen mehr Healing. Ein bisschen mehr Damage. Da brauchen wir von allem ein bisschen mehr. So, ihr seht da oben. Die Zeit ist stehen geblieben, das heißt, irgendwo ist der Boss gespawnt. Ein Spinnenboss natürlich. Wen wundert. Okay, ich habe noch ein Leben verloren. Er ist als Nahkämpfer schon auch ein bisschen knackiger als Bogenschütze. Und wir verlieren halt konstant Leben. Ihr seht das. -11, -11 durch Verbluten. Attack Speed ist, glaube ich, genau das, was wir gerade wollen. No, komm, einen Coin einsammeln. Ja, ich gebe zu, das Problem ist gerade, dass ich nur einen Dash habe und dann irgendwie diesen Giftwolken ausweichen muss. Nächste Level up wird also doch der Movement Charge oder Dodge Charge. Boss wird aber ist knackig. Ja, der Primärschaden an dem Boss geht gerade auch wirklich mehr über unsere Wirbelklingen hier.
Weiß. Kam mir nicht weg. Okay, jetzt lohnt sich auch alle möglichen Level-Ups bezüglich Schaden, für Schaden, den man gekriegt hat, etc. Okay, das war nicht besonders gut. Das war mir deutlich zu knapp. Reduced Bleed Rate wäre, glaube ich, ganz nett. Critical Hit Chance, glaube ich, ganz nett. Wir steigen ein Level up. Movement Charges. Oh, Attack Speed per Life Lost ist vielleicht gerade genau das Ding, was wir brauchen. Und hier haben wir Plus to All Damage. Oh, und der Attack Speed ist ganz ordentlich. Wenn jetzt noch ein Boss kommt zum Beispiel, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Aber bisher gab es 2 Bosse. Also die einzige Sache, die mich bisher an diesem Spiel wirklich stört. Und ich habe jetzt, wie gesagt, 2 Matches gemacht und ein bisschen gewartet, um euch das auch zu zeigen. Kostet übrigens, ich glaube, ein Zehner bei Steam. Aber allein um den Solo-Entwickler zu unterstützen, ist es mir eigentlich schon wert. Und das Einzige, was mich stört, ist, dass es noch keine Steam-Achievements oder sowas gibt. Ich, alter Achievement Hunter, der immer sehr scharf drauf. Mal ein Soul Fragment. Lock Chance. Naja, ist bestimmt gut, wenn man eine hat. Dafür braucht man Schild und Schwert oder so. Oh, wird nochmal brenzlig hier. Okay, das Ritual ist beendet. Jetzt kommen die ganzen lustigen Geister und wollen einen töten. Und schaffen sie in der Regel auch. Genau, jetzt haben wir so ein paar Unlocks gemacht. Wir haben Soul Fragments bekommen, die können wir, das zeige ich euch gleich. Soul Coins. Kann man Upgrades machen, da kann man höhere Upgrades machen. Und offensichtlich haben wir Faction Level von 7 gemacht. Ja, haben wir auch. Wir haben die Zweihandaxt freigeschaltet. Wir haben einen weiteren Altar freigeschaltet. Wir haben eine Origin freigeschaltet. Das ist das, was man am Anfang ausgewählt hat. Und eine Klasse freigeschaltet. Oh, es gibt doch Klassen. Es gibt mehrere Rassen scheinbar. Available to Races Human und Fragezeichen. Ha! Interesting. Thief Dagger wäre noch nice. Und so weiter. Wir haben die Thieves Guild freigeschaltet. Wir haben ein neues Ritual freigeschaltet und die beiden Runen. Wir haben hier die Arena. Das ist der Endlos-Mode. Das ist der Altar of Cunning. Es gibt Crit Chance. Da kann man dann diese roten Orbs reinpacken. Ich habe da hier schon ein bisschen gemacht. Das ist die Diebesgilde. Da kriegt man Bonus, wenn man als Dieb Gegner slayt. Achso, wir waren auch der Barbar. Hab ich gar nicht so richtig mitgekriegt, aber okay. As a Barbarian, slay enemies to gain Faction Experience. Das haben wir gemacht. Offensichtlich bis maximal 25. Da haben wir auch die Zweihandaxt freigeschaltet, nehme ich an. Genau.
Das sind die Rituale. Das waren die ersten beiden, die habe ich bereits abgeschlossen. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Hier gibt es 3 Bosse. Und Scorching Wastes. Hier sind nochmal die Shifting Sands. Man kann hier auch gucken, was man freischaltet. Auch im Nachhinein noch, ja. Okay, Increased Armor Stats. Rerolls haben wir freigeschaltet. Hier haben wir weiterhin freigeschaltet. Frost Arrows, Ice Spikes. Stargazer Origin. Okay, wir haben hier auch Soul Fragments freigeschaltet, deswegen waren die neu für mich. Aber Baba haben wir nicht freigeschaltet. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, gerne. Und ja, das ist Conquest Dark. Ich denke, mit dem Thief werde ich nochmal ein weiteres Video aufnehmen. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ciao, ciao.